Im französischen Elsass, nahe der Ortschaften Natzwiller, Rothau und Schirmeck, lag das Stammlager des Konzentrationslagerkomplexes Natzweiler-Struthof. Das Lager wurde von Mai 1941 bis Ende August 1944 von den Nationalsozialisten betrieben. Ab 1943 kamen zu dem hier gezeigten Stammlager nach und nach über 50 Außenlager hinzu. Der gesamte Verbund an angeschlossenen Außenlagern erstreckte sich über große Teile des heutigen Baden-Württembergs. Auf einem windigen Vogesen-Gipfel gelegen, sollte hier vor allem rosa Granit im nahen Steinbruch abgebaut werden. Doch auch in Betrieben wurden die Insassen von den Nationalsozialisten als Arbeitssklaven missbraucht. All das geschah unter der Devise Vernichtung durch Arbeit. Etwa 52.000 Menschen aus fast allen europäischen Ländern durchliefen das Lager und seine Außenlager. (3.000 von ihnen starben alleine hier im Stammlager. Weitere 17.000 in den Außenlagern. Den Eingang des Lagers markieren ein einfaches Holztor mit Stacheldraht und ein kleines Pförtnerhäuschen mit Turm. Auf alten Fotos lässt sich erkennen, dass am Turm mindestens eine große Uhr befestigt war. Dieser Ort markiert den endgültigen Eingang zum Lagerbereich für die Gefangenen. Von der kleinen Fläche im Eingangsbereich aus lassen sich die Terrassen des Lagers gut überblicken. Direkt dahinter befand sich auf der linken Seite die Aufnahmebaracke. Die Insassen mussten sich nach ihrer Ankunft hier komplett entkleiden und alle persönlichen Gegenstände abgeben. Nach der Registrierung wurden sie am ganzen Körper rasiert und ihre Haut mit Desinfektionslösung bestrichen. Die Lösung verursachte Verbrennungen auf der Haut der Häftlinge. Durch die mit unscharfen Klingen vollzogene Rasur entstanden Verwundungen, die die Schmerzen bei der Behandlung zusätzlich verschärften. Nur wenige Meter weiter eröffnet sich ein Blick in die Ferne. Neben der terrassenförmigen Struktur des Lagers wird hier auch seine geografische Lage noch einmal deutlich. Einige weitere Gipfel der Vogesen, wie der Mont Louis oder der Champ de Messins, sind gut erkennbar und bei guter Sicht lässt sich Straßburg am Horizont erahnen. Aufgrund seiner Lage wurde der Pfriemenkopf vor der Errichtung des Lagers als Erholungsgebiet genutzt. Sowohl im Sommer zum Wandern als auch im Winter zum Wintersport waren der Gasthof Le Struthof und das umliegende Gelände ein beliebtes Reiseziel für UrlauberInnen aus der Region. Seit Errichtung des Konzentrationslagers sind von dieser Stelle die zentralen Strukturen des Gebäudekomplexes zu sehen. Die in den Terrassen eingelassenen Lagerbaracken, der glühende Kamin des Krematoriums, die langen Reihen aus Stacheldraht und die Galgen auf einer der oberen Terrassen sind von hier aus deutlich zu sehen. Der Galgen hatte in Natzweiler-Struthof eine zentrale Bedeutung im Lageralltag. Damit er von den Appellplätzen vor den Baracken gut sichtbar war, wurde er auf einer der oberen Terrassen des Lagers platziert. Nachdem die Insassen sich auf den Appellplätzen in Fünferreihen aufgestellt hatten, mussten sie den Hinrichtungen beiwohnen.
Doch auch die Ausführung der Hinrichtungen am Galgen sowie das Transportieren und Verbrennen der Leichen war Aufgabe der Insassen. All das sollte für Abschreckung sorgen und die strenge Lagerordnung durchsetzen. In der Zeit des Bestehens des Lagers steigerte sich die Menge dieser Hinrichtungen immer mehr, was 1944 zu fast täglichen Tötungen führte. Zusätzlich zu den Wachtürmen wurde das Lager durch einen zweireihigen Stacheldrahtzaun von der Außenwelt getrennt. Der innere Zaun stand unter Strom und war mit einer Spannung von 380 Volt geladen. Der Bereich um die Zäune wurde Todeszone genannt, weil jeglicher Aufenthalt hier zur direkten Erschießung führte. Die Form des Stacheldrahtes erscheint ungewöhnlich. Die engen, rechteckigen Maschen machen den Zaun nahezu unüberwindbar. In Natzweiler-Struthof und seinen Außenlagern starben insgesamt 40% aller Häftlinge. Selbst innerhalb des tödlichen KZ-Systems der SS ist diese Zahl enorm hoch und steht damit auf einer Stufe mit den tödlichsten Konzentrationslagern wie Sachsenhausen oder Bergen-Belsen. Am Fuße des Lagers befindet sich das Krematorium, das in seiner endgültigen Form 1943 errichtet wurde. Aus seinem 9 Meter hohen Kamin kam nahezu dauerhaft ein dunkler Rauch, der nach verbranntem Fleisch roch. Mit einem einfachen Aufzug wurden die Leichen von den Häftlingen aus dem Keller zum Ofen transportiert. Mit der Abwärme des Ofens wurde das Wasser für die Duschen erwärmt. Auch Hinrichtungen wurden hier vorgenommen, unter anderem mit 4 Haken direkt neben dem Ofen, an denen die Opfer erhängt wurden. Die Asche wurde an Angehörige verkauft oder in eine Grube hinter dem Krematorium geworfen, die auch die Kläranlage des Lagers war. Manchmal wurde mit ihr auch der Garten der SS gedüngt. Die Haare, Goldzähne und Zahnprothesen wurden gesammelt und ebenfalls verkauft. Im hinteren Teil des Gebäudes gab es einen Raum, in dem Insassen zur medizinischen Beobachtung gefangen gehalten wurden. Sie wurden Gasen und Krankheitserregern ausgesetzt, um deren Wirkung zu erforschen. Viele von ihnen starben dabei. Im Gebäude daneben befindet sich der 1943 errichtete Arrestbunker des Lagers. Ein Gefängnis im Gefängnis. Die Gänge waren hier meist dunkel und die Luft stickig. Als Strafe wurden Häftlinge hier bis zu 42 Tage bei Wasser und Brot eingesperrt. In den etwa 16 Quadratmeter großen Zellen wurden bis zu 20 Personen festgehalten. Auch Prügelstrafen und andere Formen der körperlichen Folter wurden hier ausgeführt. Die ohnehin schon sehr harten Bedingungen im Lager waren hier noch weiter verschärft. Neben den Zellentüren sind 1,30 Meter hohe Schächte in die Wand eingelassen. 3 Tage vor ihrer Hinrichtung wurden hier einzelne Insassen eingeschlossen. In den kleinen Schächten ist weder Stehen noch Sitzen möglich. Krämpfe und schlimmere Verletzungen waren die Folge. Auf Plänen sind diese Nischen als Heizungsschächte beschrieben. Eine Heizung gab es hier nie.